Ich weiß nicht, ob es der Ton war oder die Worte selbst, die wie ein Stein in meinem Magen landeten. Ich stand da, in meinem besten Anzug, mit dem Geschenk in der Hand, einem leisen Lächeln im Gesicht und einem Kloß im Hals, der größer wurde, je länger ich dort verweilte. Sie sagten es, ohne mich anzusehen, als wäre ich Luft oder ein Fehler, der sich in ein Bild gedrängt hatte, das längst ohne mich gemalt worden war. Ich drehte mich nicht sofort um. Ich wartete einen Moment. Vielleicht würde jemand zurückrudern. Vielleicht würden sie sagen, entschuldige, das war nicht so gemeint. Aber es kam nichts. Kein Blick, kein Nicken, nur ein leerer Stuhl. Ein Stuhl, der eigentlich für einen Vater gedacht war, für einen wie mich, nur nicht für mich. In diesem Moment zwischen den festlich gedeckten Tischen, dem Lachen, das aus der Ferne zu mir wehte, und dem Kloß in meiner Kehle, fragte ich mich, wann genau hatte ich aufgehört, der Vater meiner Tochter zu sein? War es ein stiller Abschied gewesen, den ich nicht bemerkt hatte? Oder ein Entschluss, der in einem anderen Wohnzimmer getroffen wurde, bei Gesprächen, zu denen ich nicht mehr eingeladen war? Ich atmete tief ein, setzte das Geschenk leise auf den Tisch daneben und ging. Nicht aus Wut, nicht aus Trotz, sondern weil ich spürte. Ich war nicht mehr Teil ihres Bildes und vielleicht war ich es schon lange nicht mehr gewesen. Ich heiße Paul, 70 Jahre alt, verwitwet seit 5 Jahren, Vater einer Tochter. Anna. Sie war mein Ein und Alles. Ein kleines Wunder mit Locken, das früher nur mit meinem Hemd einschlief und bei jedem Donnerlauf zu mir unter die Decke kroch. Ich habe sie alleine großgezogen, nachdem ihre Mutter uns verlassen hatte. Sie war noch klein damals. Ich erinnere mich, wie ich ihre Haare morgens flocht, obwohl meine Finger zitterten vor Müdigkeit. Ich lernte, Zöpfe zu machen und Puppen zu reparieren. Ich sang ihr vor, wenn sie krank war, und erfand Geschichten, um sie zum Lachen zu bringen, wenn der Tag zu schwer war. Ich arbeitete als Tischler. Harte Arbeit, ehrliche Arbeit. Ich kam oft mit schmerzenden Händen nach Hause, aber nie zu müde, um sie in den Arm zu nehmen. Anna war mein Licht. Ich war kein perfekter Vater, aber ich war da, jeden einzelnen Tag. Als sie älter wurde, änderte sich etwas. Zuerst waren es kleine Dinge. Sie rief seltener an, antwortete kürzer. Dann kamen Entscheidungen, bei denen ich nicht mehr gefragt wurde. Aber ich redete mir ein, dass das normal sei. Kinder werden erwachsen, finden ihren Weg. Was ich nicht bemerkte, war, dass mein Platz in ihrem Leben nicht nur kleiner wurde, er verschwand. Ich hatte mir eingebildet, dass ich wenigstens an ihrem Hochzeitstag, unserem großen Tag, wieder ein Stück von diesem Platz einnehmen würde. Nicht als Mittelpunkt, aber als Vater, als der Mann, der sie durch alle Stürme getragen hatte. Doch dieser Platz war besetzt. Und ich war es nicht mehr wert, gefragt zu werden. Der Saal war prachtvoll. Goldene Girlanden, frische Blumen in satten Farben, Gläser, die im Licht funkelten. Lachen erfüllte die Luft. Stimmen mischten sich mit Musik, die durch den Raum tanzte. Ich saß am Rand, ganz außen. Nicht an einem der Tische mit Namensschild. Nur ein freier Stuhl, für den Fall, dass noch jemand kommt. Ich betrachtete die Szenerie wie ein Zuschauer in einem Theaterstück, das einst mein Leben war. Anna stand in der Mitte, wunderschön in Weiß, umgeben von Menschen, die ihr nah sein wollten. Aber niemand blickte zu mir. Keiner kam vorbei und sagte, »Schön, dass du da bist.« Ich hörte, wie jemand sagte, »Der Stuhl gehört dem Vater der Braut.« Und ich war bereits da, aber offenbar nicht gemeint. Ich stand auf. Langsam, leise, fast so, als wollte ich die Stille nicht stören, die mich umhüllte. Der Wind draußen war kühl. Ich ging ein paar Schritte, dann blieb ich stehen und drehte mich noch einmal um. Durch die Fenster sah ich Menschen, die lachten, tanzten, feierten und inmitten von allem meine Tochter. Mein kleines Mädchen, das ich einst trug, wenn sie müde war, das mir einst sagte, »Papa, du bist mein Held.« Aber Helden brauchen keinen Platz in der ersten Reihe, manchmal nicht mal einen Stuhl. Ich atmete tief durch, nicht aus Trotz, sondern um nicht zusammenzubrechen. Ich ging weiter, nicht schnell, nicht wütend, nur mit einem Gewicht in der Brust, das schwerer wurde mit jedem Schritt. Ich hörte keine Rufe, kein »Warte, Papa«, keine Entschuldigung, kein Bedauern, nur das entfernte Murmeln der Feier, das langsam hinter mir verschwand. In meiner Jackentasche lag ein kleines Geschenk, eine Kette, die meiner Mutter gehört hatte. Ich wollte sie Anna geben, heute, ihrem Hochzeitstag, ein Stück Geschichte, ein Stück Familie,
Etwas, das über Generationen weitergegeben wurde. Etwas, das sagte, du gehörst zu uns. Du bist Teil von etwas Größerem. Aber ich hatte es nicht geschafft. Nicht, weil mir der Mut fehlte, sondern weil der Moment nicht existierte. Sie hatte mir keine Rolle gegeben, nicht in der Zeremonie, nicht im Ablauf, nicht mal im Sitzplan. Ich war da, aber nicht gemeint. Wie eine Notiz am Rand, die beim Drucken vergessen wurde. Ich war der leere Stuhl, von dem niemand weiß, warum er dasteht. Einmal hatte sie mich angeschaut, nur flüchtig, als ob sie prüfen wollte, ob ich wirklich gekommen war. Unser Blick traf sich für den Bruchteil einer Sekunde und sie lächelte. Nicht das Lächeln eines Kindes, das seinen Vater sieht. Es war höflich, fremd. Ich setzte mich auf eine Parkbank vor der Kirche. Die Sonne stand hoch, aber ich fror. Ich dachte an all die Jahre zurück, an das erste Mal, als ich ihre winzigen Finger hielt. An den Tag, als ich ihr Fahrrad reparierte, weil sie weinend nach Hause kam. An die Nächte, in denen ich wach blieb, wenn sie Fieber hatte. An das Lächeln, als sie sagte, Papa, du bist mein Lieblingsmensch. Und jetzt war ich ein Schatten am Rande ihres neuen Lebens. Ein Schatten, der zu viel wusste, zu viel liebte und zu wenig zählte. Ich wollte nicht wütend sein, aber ich war es. Nicht laut, aber tief. Es war nicht nur der heutige Tag. Es war all das, was sich über Jahre angestaut hatte. Telefonate, die immer kürzer wurden. Besuche, die seltener kamen. Sätze wie, Papa, das verstehst du nicht mehr. Wir machen das anders. Bleib einfach sitzen. Ich hatte gesessen, still, geduldig, verstehend. Aber irgendwann verwandelt sich Geduld in Schmerz. Und heute, an ihrem wichtigsten Tag, wurde ich endgültig an den Rand geschoben. Nicht als Strafe, nicht aus Hass, sondern aus Gleichgültigkeit. Das tat am meisten weh. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß. Die Stimmen aus der Kirche verklangen irgendwann, als wären sie Teil einer anderen Welt. Einer, zu der ich nicht mehr gehörte. Ich sah meine eigenen Hände an. Sie waren faltig, voller Spuren der Jahre. Hände, die gearbeitet, gehalten, getröstet hatten. Und jetzt lagen sie einfach im Schoß. Nutzlos. Wie ein Werkzeug, das niemand mehr braucht. Ich dachte an meine Frau. Wie sie immer sagte, du wirst der Fels sein, wenn sie dich braucht. Aber was, wenn der Fels vergessen am Strand liegt? Ich spürte, wie sich Tränen sammelten. Nicht die, die laut fließen, sondern die stillen. Die man nicht mehr stoppen kann, wenn sie einmal begonnen haben. Die Tränen eines Mannes, der nicht mehr gebraucht wird. Die Kette in meiner Jackentasche fühlte sich plötzlich schwer an. So schwer wie all die Erinnerungen, die daran hingen. Ich nahm sie heraus, betrachtete sie im Licht. So fein, so zart, so bedeutungsvoll, aber bedeutungslos geworden, wenn niemand ihren Wert erkennt. Ich wollte aufstehen, weggehen. Aber meine Beine fühlten sich an, als hätten sie den Halt verloren, nicht im Körper, sondern im Leben. Ich war gekommen, um Liebe zu schenken, und gegangen war ich mit Leere. Es war nicht die Ablehnung, die schmerzte. Es war das Vergessen, das stille Löschen meiner Bedeutung, nicht mit Worten, sondern mit Nicht-mehr-Sein. Und in diesem Moment spürte ich zum ersten Mal, vielleicht war ich wirklich nur noch ein Kapitel, das man nicht mehr aufschlägt. Ich ging, langsam, ohne Ziel, nur weg. Der Wind war kühler geworden, als hätte auch er gespürt, was in mir zerbrochen war. Aber dann sah ich sie. Ein kleines Mädchen stand vor dem Blumenladen an der Ecke. Ihre Mutter war kurz hineingegangen. Sie wartete draußen, mit einem Strauß aus Papier in der Hand, den sie selbst gebastelt hatte. Als sich unsere Blicke trafen, lächelte sie. Einfach so, ohne Grund. Und ich lächelte zurück. In diesem Moment war es, als hätte jemand eine winzige Kerze in meinem Inneren angezündet. Ich setzte mich auf eine Bank, holte mein Notizbuch aus der Jackentasche. Eigentlich wollte ich es wegwerfen, aber jetzt fühlte es sich an wie ein neuer Anfang. Ich schrieb, nicht jeder Platz, den man dir nimmt, ist ein Verlust. Manche Räume musst du selbst erschaffen. Die Worte kamen langsam, zögerlich, aber sie kamen und sie kamen aus mir. Ich dachte an all die Jahre, in denen ich Vater war. An die stillen Abende, die durch ein Lächeln meiner Tochter hell wurden. An die Geschichten, die ich erfunden hatte, um sie zum Lachen zu bringen. An die Zeiten, in denen sie meine Hand gesucht hatte, ohne zu fragen. Vielleicht hatte sie vergessen, aber ich
Ich hatte nicht aufgehört, Vater zu sein, und vielleicht war es an der Zeit, meinen Platz neu zu definieren, nicht durch Einladungen, sondern durch Präsenz, durch das, was ich weitergebe, auch ohne Applaus, ohne. Ich stand auf, steckte das Notizbuch ein, diesmal nicht als Erinnerung, sondern als Werkzeug, denn wenn ich eines gelernt hatte, dann, dass Bedeutung nicht gegeben wird. Manchmal muss man sie sich selbst zurückholen. 2 Wochen später lag ein Brief in meinem Briefkasten, kein Absender, nur mein Name, in der Handschrift meiner Tochter. Ich zögerte, öffnete ihn erst spät am Abend, als das Haus still war. »Papa, ich weiß, dass du gegangen bist, und ich weiß auch warum. Ich habe deinen Blick gesehen, deine Stille gehört. Es war falsch von uns. Dieser Stuhl hätte nicht leer bleiben dürfen. Er gehörte dir. Ich weiß nicht, wann wir aufgehört haben, dich zu sehen, wirklich zu sehen. Aber ich habe es gespürt, als du nicht mehr da warst. Es fehlte etwas. Du hast immer gesagt, dass ein Vater seine Familie zusammenhält. Und ich dachte, ich hätte es jetzt übernommen. Aber ohne dich fehlte das Fundament. Ich hielt inne. Meine Finger zitterten, nicht vor Wut, nicht vor Trauer, sondern vor diesem einen Gefühl, das man so selten erkennt, wenn es wirklich da ist. Wertschätzung, nicht als laute Geste, sondern als ehrliches Eingeständnis. Am Ende stand nur ein Satz: Der nächste Stuhl wird für dich gedeckt sein, wenn du willst. Ich ging nicht sofort. Ich ließ den Brief auf dem Tisch liegen, ging jeden Tag daran vorbei, wie an einer offenen Tür, die ich noch nicht zu durchschreiten wagte. Aber dann, an einem verregneten Nachmittag, faltete ich meine Jacke sorgfältig, steckte den Brief ein und verließ das Haus. Ich ging langsam. Nicht, weil ich schwach war, sondern weil ich jeden Schritt fühlte. Als ich ankam, war der Garten leer, aber durch das Fenster sah ich ihn, den Stuhl. Er stand da, nicht vergessen, nicht zufällig, sondern mit Absicht. Und zum ersten Mal seit langer Zeit spürte ich es wieder. Ich war gemeint. Nicht als Pflicht, nicht aus Mitleid, sondern weil jemand gemerkt hatte, dass mein Platz nicht am Rand war, sondern mitten im Leben. Wir Alten, wir sind nicht nur Geschichte, wir sind Gegenwart und manchmal auch Zukunft. Vielleicht braucht es nur einen leeren Stuhl, um das zu erkennen. Danke fürs Zuschauen.